Du hast auf dieses Video geklickt, weil du dein Aim verbessern möchtest. Sind wir mal ehrlich, jeder will doch krasses Aim. Jeder will doch krasse 1 gegen 2, 3 oder 4 Situationen erspielen können, wie die Streamer und YouTuber es ja täglich zeigen. Ich habe mich in den letzten 20 Jahren schon in die verschiedensten Shooter eingefuchst. Und diese Erfahrung möchte ich euch heute näher bringen, sodass ihr trotz eurem normalen Alltags- und eurem normalen Jobs nebenbei euer Aim schnell und effizient aufs nächste Level bringt. Egal ob Maus und Keyboard oder Controller. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Aimfuchs und ich zeige dir in den nächsten 6 Schritten, wie du dein Aim aufs nächste Level bringst. Und am Ende gibt es einen Geheimtipp, also bleib unbedingt dran. Und wir fangen direkt mit dem wichtigsten Schritt an, damit ihr nichts mehr verpasst. Abonniert jetzt meinen Kanal, über 80% von euch schauen mich regelmäßig, haben mich aber noch nicht abonniert. Holt das jetzt gerne nach, um mich zu unterstützen. Vielen Dank. Okay, let's go. Thema Settings versuche ich so kurz wie es nur geht zu halten. Habt ihr noch gar keine Ahnung, welche DPI oder eDPI ihr zum Beispiel spielen sollt, dann schaut euch jetzt unbedingt das Video an, was ich in der Infobox verlinke. Field of View kannst du auf 60 stellen, ist aber dann sehr nah, man sieht wenig. 120 für Warzone absolut empfehlenswert, man hat einen viel besseren Überblick. Außerdem ist der Visual Recoil Control dann viel geringer, also testet das unbedingt aus. Dann stellt die Zielvorrichtung Sichtfeld unbedingt auf beeinflusst und nicht unabhängig. Bei unabhängig, ja, dann zoomt der immer sehr viel rein und wieder raus. Bei beeinflusst ist dieser Effekt deutlich geringer. Man ist zwar weiter weg, aber es ist nicht so unruhig und es beeinflusst auch wieder den Visual Recoil Control. Also unbedingt beeinflusst. Dann stellt das Farbenkreuz so ein, dass ihr einen Punkt in der Mitte habt, vielleicht sogar etwas größer, und stellt euer Fadenkreuz auf eine Signalfarbe, dass es gut zu erkennen ist. Übrigens, joine gerne unserem Discord. Hier gibt es eine große Community, die gerne miteinander zocken und sich gegenseitig helfen. Auch von mir kriegst du, wenn du möchtest, ein kostenloses 1:1 Coaching. Du hast die Settings vorgenommen und dann fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an. Das ist das passive Aim bzw. die Crosshair-Disziplin. Es gibt ja auch noch das aktive Aim, dazu gleich mehr. Beim passiven Aim geht es darum, was vor dem Gunfight passiert, im Gegensatz zum aktiven Aim, was während des Gunfights passiert. Also es ist die Vorbereitung, wie im Leben. Die Vorbereitung ist das A und O, denn desto besser die Vorbereitung, also dein passives Aim, also dein Crosshair Placement ist, desto weniger musst du aktiv aimen. Was so ist, möchte ich euch jetzt am folgenden Beispiel zeigen. Wir können in dieser Situation schön sehen, wie ich da die Leiter hochgekommen bin und zusammen mit meinem Mate den Gegner erledige, und jetzt im Folgenden passiert etwas. Mein Mate läuft jetzt in die Tür gleich hinein und sagt mir auch schon an, dass hier einer ist. Ich wusste, dass es eher linksseitig ist und mache jetzt mein Crosshair Placement und muss aber aktiv korrigieren. Aber das Crosshair Placement war ganz gut in der Situation, so dass ich relativ schnell auch auf dem Gegner war. Wir haben hier eine weitere Situation. Ich weiß, dass hier im Treppenhaus einer ist, und schaut euch mal an, wie ich praktisch immer um die Ecken slide, also immer in Bewegung bleibe und dabei ein möglichst gutes Crosshair Placement habe. Und jetzt sehen wir hier, ich hatte ein gutes Crosshair Placement, konnte die First Shot setzen und ihn auch holen. Hier noch eine letzte Situation in Control. Ich bin auf dem gegnerischen Radar sichtbar. Ich habe aber einen gehört in dem Moment in dem Tunnel oben. Switche jetzt zu XM4 und gehe schon visierend in den Tunnel, gucke ich hinein. Und seht ihr, wie wenig ich da korrigieren musste aufgrund des guten Crosshair Placements. Also, ein gutes Crosshair Placement bedeutet, man muss wenig aktiv aimen. Und das ist das, was wir wollen. Was ihr ja schon gesehen habt, was mit einem guten Crosshair Placement mit sich bringt, ist, dass ihr die First Shots kriegt. Und das ist extrem, extrem, extrem wichtig in Warzone. Dass ihr die Person seid, die die First Shots hittet, und das steigert enorm die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Gunfight dann auch gewinnt. Und hier kommt dann auch die Crosshair-Disziplin ins Spiel. Die ist immer dann aktiv, wenn gerade keine stressigen Situationen sind. Das heißt, ihr müsst immer eine gute, ich nenne es mal Körperspannung haben. Das heißt, immer ein gutes Bewusstsein dafür haben, wo ist euer Fadenkreuz gerade in dem Moment, wo schaut ihr gerade hin, und auch immer antizipieren. Immer wenn man in Gebäude geht und vielleicht auch gar kein Gegner da vermutet, trotzdem schon mal das Crosshair in die Richtung lenkt, in die womöglich einer sein könnte. Und immer
ein Bewusstsein dafür hat, wo das Fadenkreuz ist, Crosshair-Disziplin. Und all das zusammen steigert wiederum die Wahrscheinlichkeit der First Shots. Jetzt fragt ihr euch, wie könnt ihr das Ganze auch trainieren, vielleicht auch außerhalb einer Warzone oder Multiplayer-Runde. Und hier kommt das Thema GameSense wieder ins Spiel, denn zumindest Teile davon, Map-Kenntnisse, Situationsbewusstsein bzw. einen Überblick haben. Mit guten Map-Kenntnissen weißt du womöglich, wo die Gegner immer sind, kannst also gut antizipieren und die Ecken checken und ein gutes Crosshair-Placement machen, gute Vorbereitungen auf den Zweikampf haben. Hast du ein gutes Situationsbewusstsein, wie viele Leute leben noch, gegen wie viele Leute kämpfst du gerade, wie viele Punkte hast du auf dem Radar gesehen, auf welcher Ebene sind diese, kannst du auch viel besser dein Crosshair placen. Also GameSense ist ein Riesending und das kannst du ja wiederum trainieren, indem du die Map besser kennenlernst, an Orte gehst, wo du vielleicht sonst nicht warst oder nicht so häufig warst, dorthin gehst und die Orte kennenlernst, die Jumps oder Abkürzungen, die man dort machen kann, kennenlernst, um dann, wenn du dann dort fightest, auch besser einordnen zu können, wo einer ist und wie er zum Beispiel dich umlaufen kann, moven kann, was für Timings das bedeutet. All diese Dinge spielen damit ein. Und ganz wichtig, regelmäßig aufs Radar schauen, denn nur so bekommt ihr einen Überblick über das Spielgeschehen, ein gutes Situationsbewusstsein. Und das könnt ihr übrigens auch super trainieren, wenn ihr in eurem Warm-up bzw. in eurer Routine gegen Bots spielt. Und was ihr da am besten einstellt, zeige ich euch jetzt. Am besten zuerst macht ist, geht erstmal auf die Waffen, auf die Ausrüstung und macht euch eine Ausrüstung, die im Warzone spielt oder dann eben im Multiplayer spielt, je nachdem, wie ihr euch verbessern wollt, am nächsten kommt. Ich habe zum Beispiel auch die Stims dabei, die Aufschlaggranate und auch 2 Waffen, heißt Wildcard, Overkill. Dann geht ihr auf ein Spiel finden und sagt privates Spiel erstellen. Das dauert einen Moment, bis ein Server für dich bereitgestellt wurde. Dann könnt ihr den Spielmodi so lassen, da lasse ich eben Team Deathmatch eingestellt und gehe dann hin auf Spiel Setup und suche mir eine Karte aus und es eignet sich besonders Babylon oder hier Skat, also wenn man mehr so auf weite Distanzen trainieren will, eignet sich Skat ganz gut. Ansonsten würde ich euch hier Babylon empfehlen. Eingestellt habt, geht ihr einen Schritt weiter und geht auf die Spielregeln. Hier setze ich mir immer mein Zeitlimit auf Max, damit es nicht irgendwie schon schnell zu Ende ist. Das gleiche gilt für die Punkte, denn ich will ja nicht, dass aufgrund der Punkte die Runde dann einfach aufhört. Und den Spiele-Countdown setze ich auch auf 5 Sekunden runter, damit es nicht so lange dauert. Bei Erweitert lasse ich alles, wie es ist. Bei Spieler gehe ich die maximale Gesundheit hoch auf 250. Das kommt so vom Gefühl Warzone am nächsten. Und was hier auch sehr wichtig ist, was ich immer einstelle, ist Radar immer an auf konstant. Das heißt, es ist immer an, denn wir wollen ja lernen, regelmäßig aufs Radar zu schauen und uns da die Informationen zu holen und das in unser Muscle Memory oder in unsere Routine mit einbinden. Und unter Gameplay gehe ich noch hin und stelle die Punkteserie aus, weil das lenkt mich nur unnötig ab. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier dann im gegnerischen Team, Team 2, von mir aus die maximale Anzahl an Bots hinzufügen. Ich würde es auf Rekrut lassen oder normal, aber nicht zu schwer einstellen, denn es geht hier weniger darum, dass die Bots möglichst schwer zu erledigen sind. Es geht vielmehr darum, Mechanismen zu entwickeln, Movement-Mechanismen zu entwickeln, am Aim zu feilen und vor allem auch ein Situationsbewusstsein und Spielüberblick zu kriegen und das zu lernen. Und genau dieses Crosshair-Placement und auch ein Stück die angesprochenen Punkte der GameSense, also Situationsbewusstsein und einen guten Überblick, könnt ihr jetzt hier super in entspannter Umgebung trainieren. Das bedeutet, schaut regelmäßig aufs Radar, spätestens nach dem Kill. Es werden euch die Waffenpings ja immer angezeigt und habt oder versucht, ein möglichst gutes Situationsbewusstsein zu entwickeln, einen Weitblick und keinen Tunnelblick zu kriegen. Nutzt eure taktische Ausrüstung und habt auch beispielsweise ein Bewusstsein dafür, wie viel Schuss habt ihr noch im jeweiligen Magazin. Musst du die Waffe wechseln oder eben nicht? Ihr fragt euch jetzt, was hat das Movement mit dem Aim zu tun? Das sind mehrere Gründe. Und zwar ist es ja so, dass euer Charakter eine gewisse Bewegungsgeschwindigkeit hat und das Fadenkreuz, sich auch entsprechend verhält und es ja natürlich einen Einfluss nimmt,
die Bewegung des Charakters auf das Fadenkreuz, beispielsweise beim Springen oder Hechten. Und aus diesem Grund solltet ihr das unbedingt in euer Verbesserungsprozess des Aims mit einbauen. Und es ist natürlich auch so, ich habe ja eben angesprochen, wenn ihr die First Shots nicht hittet, habt ihr einen riesen Nachteil. Und in Warzone macht man es beispielsweise ja dann fast immer so, dass man moved, bevor man aimt. Also Stichwort Movement kommt vor Aim. Das heißt, man wird überrascht von einer Seite beschossen und geht dann hin und bewegt sich ja erstmal in Deckung und baut dann die Situation neu auf. Und auch da kommt das Thema Movement ins Spiel. Und aus diesem Grund empfehle ich euch dringend, die Basics der Movement Mechanics in euer Training bzw. Verbesserungsprozess des Aims mit einzubauen. Vor allem das Slide Cancel, Hechten und Dropshot. Auch das könnt ihr super in das Training gegen Bots mit einbauen. Also, ihr geht also wieder in Bots und achtet nicht nur auf das Radar und versucht einen Überblick zu haben und ein gutes Situationsbewusstsein. Nein, ihr geht auch hin und baut die Movement Mechanics mit ein, sodass das in euer Muscle Memory gefestigt wird und ihr dann nicht mehr drüber nachdenken müsst, wenn ihr dann in einem realen Match seid. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eingangs schon angerissen habe, und zwar das aktive Aim, also die Fähigkeit, möglichst schnell und präzise auf den Gegner zu sein. Und auch die First Shots, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass man die trifft, die steigt natürlich, wenn man ein gutes aktives Aim hat. Wie trainiert man das Ganze? Ganz einfach, man besorgt sich Aimlabs oder Covex. Ich möchte euch heute aber anhand von Aimlabs eine schöne Routine zeigen, die ihr sowohl als Maus- und Keyboard-Spieler als auch Controller-Spieler in euer Warm-Up mit einbauen könnt. Es gibt eine Organisation oder eine App von Vaultec, die ich euch hier ans Herz legen könnt. Wenn ihr Aimlabs besitzt und dort auch angemeldet seid, dann gebt ihr dort einfach euren Namen ein, den ihr in Aimlabs eben habt. Und dann lädt er euer Profil und hier könnt ihr ja verschiedene Playlists spielen und ihr könnt dann sogar auf Play klicken und Aimlabs, wenn ihr es dann zulasst, wird automatisch geöffnet und könnt dann an euren Skills, sprich dem Clicking, Tracking und Switching effektiv arbeiten. Und was ich dann eben auch innerhalb meines Warm-Ups mache, was ich euch empfehle, ich spiele nicht immer alle diese Übungen, sondern ich gehe dann hin und spiele so 2, 3 und oft arbeite ich dann einfach an den Schwächen, wie wir hier sehen können, habe ich noch ein paar Sachen auf Silber, die möchte ich gerne auf Gold spielen und klicke dann auf Play Szenario, lasse zu, dass Aimlabs das Ganze öffnet und gehe dann in das entsprechende Szenario und werde dort besser. Wenn ihr Aimlabs jetzt das erste Mal nutzt, also erstmalig und noch alles einstellen müsst und noch nicht so ganz wisst, wo oben und unten ist, dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Dort erkläre ich euch deutlich mehr dazu und auch deutlich mehr zum aktiven Aim. Wenn wir beim aktiven Aim sind, möchte ich euch noch einen weiteren Tipp geben, und zwar geht in den Schießstand von Warzone oder Black Ops 6. Drückt auf PC zweimal X, das sieht man unten, was man drücken muss, dann öffnet sich diese weiße Wand, nehmt eure Waffen, die ihr immer spielt, beispielsweise in dem Fall die C9, schießt und steuert nicht Gegend und schaut, wie das auf Englisch Recoil Pattern aussieht und versucht dann im nächsten Schritt das Recoil, das geht hier ja so tendenziell, ich sag mal, hoch und nach links und versucht das dann einfach zu kontrollieren und zu verstehen. Das gleiche dann bei einer anderen Waffe. Was macht diese Waffe? Die geht zum Beispiel ab einem gewissen Punkt sehr stark nach links. Ja, und also ungefähr so beim ersten Drittel. Das heißt, wenn ich jetzt schieße, dann gehe ich runter und dann entsprechend nach rechts. Also bewirke dem entgegen. Und das hilft euch auch enorm weiter, dann einfach besser im Aim zu werden, im aktiven Aim. Und das versprochene Geheimnis am Ende, was ich euch unbedingt mitgeben möchte, lautet Disziplin und Game Sense. Das ist ja auch schon durchgekommen. Es ist wichtig, dass wenn ihr wirklich besser werden wollt, dass ihr ein Warm-up jedes Mal, wenn ihr spielt, macht, in dem die Elemente drin sind, die ich jetzt erklärt habe, und dass ihr vor allem diszipliniert seid und diszipliniert dran bleibt. Das ist das A und O, nicht nur im Spiel, auch im Leben. Und das Thema Game Sense habe ich natürlich auch gesagt. Das ist auch ein Riesenthema. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Pros es zum Beispiel machen, wie die ihre Game Sense im Griff haben, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.